Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix, euer Gastgeber, und wie immer habe ich Lisa an meiner Seite. Hallo Lisa, wie geht's dir heute? Hallo Felix, mir geht's super, danke. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema. Wie man Selbstvertrauen beim Deutschsprechen aufbaut. Das ist etwas, womit viele Deutschlerner kämpfen, oder? Absolut. Ich meine, jeder, der mal eine Fremdsprache gelernt hat, weiß, wie schwer es sein kann, sich zu trauen, wirklich zu sprechen. Man macht sich Sorgen, Fehler zu machen oder komisch zu klingen. Aber Lisa, warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, Selbstvertrauen beim Sprechen aufzubauen? Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg, Felix. Ohne Selbstvertrauen wagen viele Menschen nicht, ihre Sprachkenntnisse anzuwenden. Aber genau das ist der Punkt. Man lernt eine Sprache, um sie zu benutzen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und je mehr man spricht, desto besser wird man. Fehler gehören dazu, und je schneller man lernt, sie zu akzeptieren, desto eher kann man Fortschritte machen. Das stimmt. Es ist wie bei allem anderen im Leben. Übung macht den Meister. Das ist ein sehr nützlicher Ausdruck. Was meinst du, Lisa, wo fangen wir an, wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat, Selbstvertrauen aufzubauen? Gute Frage, Felix. Ich denke, der erste Schritt ist, die eigene Einstellung zu ändern. Viele Leute denken, sie müssen perfekt sein, bevor sie überhaupt ein Wort sagen dürfen. Das ist ein riesiges Hindernis. Man muss sich bewusst machen, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Ein wichtiger Ausdruck hier ist, Fehler sind Lernchancen. Das bedeutet, dass jeder Fehler eine Möglichkeit ist, etwas zu lernen. Sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, hilft enorm. Ja, absolut. Fehler sind Lernchancen. Das ist ein super Tipp, Lisa. Ich finde es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass jeder Fehler uns näher ans Ziel bringt. Aber ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, diese Einstellung zu haben. Hast du vielleicht ein paar praktische Tipps, wie man im Alltag sein Selbstvertrauen steigern kann? Klar, Felix. Es gibt einige Dinge, die man tun kann. Ein großer Schritt ist, mit sich selbst zu sprechen. Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber es funktioniert. Sich im Spiegel anzuschauen und auf Deutsch zu sprechen, hilft, die Angst zu reduzieren. Man gewöhnt sich an den Klang der eigenen Stimme auf Deutsch und wird sicherer. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein einfaches Gespräch führt, wie Guten Morgen, heute werde ich. Solche kleinen Übungen helfen wirklich. Oh ja, das kenne ich. Es kann wirklich helfen, sich selbst ein bisschen aus der Komfortzone zu locken. Und wisst ihr was? Es macht sogar Spaß, wenn man mal anfängt. Vielleicht denkt ihr, dass es albern aussieht, aber es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Lisa, was ist dein nächster Tipp? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man sich Verbündete sucht. Das bedeutet, dass man Menschen findet, mit denen man üben kann. Das können Freunde sein, Mitschüler oder sogar Online-Tandempartner. Gemeinsam zu lernen macht das Ganze viel entspannter und man kann sich gegenseitig motivieren. Besonders wichtig dabei ist, dass man eine Atmosphäre schafft, in der man sich wohl fühlt und keine Angst haben muss, Fehler zu machen. Ja, absolut. Es gibt so viele tolle Plattformen heutzutage, auf denen man Sprachpartner finden kann. Und das Schöne ist, dass ihr beide davon profitiert. Ich meine, jeder will besser werden. Und wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, dann fühlt man sich gleich viel sicherer. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, eine neue Sprache zu lernen, wie wertvoll es war, jemanden zu haben, der mir geholfen hat. Lisa, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich habe einfach zu viel Angst, mich zu blamieren? Ich würde sagen, dass Angst normal ist, Felix. Jeder hat Angst, sich zu blamieren, besonders am Anfang. Aber man muss sich immer wieder daran erinnern, dass die meisten Menschen gar nicht so kritisch sind, wie wir glauben. Die meisten Leute freuen sich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen, selbst wenn es nicht perfekt ist. Der Ausdruck „Niemand ist perfekt" gilt hier wirklich. Es ist okay, nicht perfekt zu sein. Es geht darum, es zu versuchen und mutig zu sein. Genau. Und das bringt mich zu einem meiner Lieblingszitate. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Handeln trotz der Angst. Ich denke, das passt perfekt zum Thema Sprache lernen. Mutig sein, Fehler zu machen, ist der erste Schritt zum Erfolg. Lisa,
Wie können unsere Zuhörer vielleicht noch ihr Selbstvertrauen beim Sprechen verbessern? Eine weitere gute Übung ist das laute Lesen. Man kann Texte nehmen, die man interessant findet. Vielleicht ein Artikel über ein Hobby, das einen interessiert, oder ein Dialog aus einem Lehrbuch. Wenn man laut liest, gewöhnt man sich daran, die Worte auszusprechen, und man wird flüssiger. Dabei kann man auch die Aussprache verbessern. Ein hilfreiches Wort hier ist flüssig. Das bedeutet, dass man ohne zu zögern sprechen kann. Guter Tipp. Ich denke, viele Leute unterschätzen, wie hilfreich lautes Lesen sein kann. Es bringt euch nicht nur in Schwung, sondern hilft euch auch dabei, euch an den Klang der Sprache zu gewöhnen. Und je mehr ihr lest, desto mehr neue Vokabeln lernt ihr kennen. Lisa, ich finde, das ist ein großer Pluspunkt. Absolut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sich kleine Ziele zu setzen. Wenn man sagt, ich möchte heute 10 Minuten auf Deutsch sprechen, ist das viel realistischer, als zu sagen, ich möchte fließend werden. Kleine Schritte bringen uns zum Ziel, und jeder Erfolg, sei er noch so klein, gibt uns mehr Selbstvertrauen. Ein gutes Wort dafür ist machbar. Das bedeutet, dass etwas leicht erreicht werden kann. Genau, machbar. Kleine machbare Ziele helfen uns motiviert zu bleiben. Ich denke, das ist das Geheimnis. Es geht darum, sich selbst kleine Herausforderungen zu setzen und diese dann zu bewältigen. Und das fühlt sich wirklich gut an, wenn man diese kleinen Schritte erreicht, nicht wahr? Absolut, Felix. Und etwas, was man auch nicht vergessen sollte, ist, positive Affirmationen zu nutzen. Das sind positive Aussagen, die man sich selbst sagt, wie zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen oder ich werde jeden Tag besser. Diese positiven Gedanken helfen uns, eine bessere Einstellung zu entwickeln und uns selbst zu motivieren. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Manchmal unterschätzen wir die Macht unserer eigenen Gedanken. Positive Affirmationen können wirklich einen großen Unterschied machen. Wenn wir uns sagen, dass wir etwas können, dann glauben wir das irgendwann auch. Lisa, hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörer? Natürlich, Felix. Mein letzter Tipp wäre, jede Gelegenheit zu nutzen, um Deutsch zu sprechen. Egal, ob es im Supermarkt ist, beim Kaffee bestellen oder mit einem Freund. Jede Situation, in der man Deutsch sprechen kann, sollte genutzt werden. Man lernt am besten durch Praxiserfahrung und je mehr man die Sprache benutzt, desto sicherer fühlt man sich. Genau das wollte ich hören, Lisa. Praxiserfahrung ist alles. Und je mehr ihr euch traut, desto leichter wird es. Also Leute, habt keine Angst, seid mutig und nutzt jede Gelegenheit, die sich euch bietet. Das war wieder mal eine tolle Folge, Lisa. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer ein paar wertvolle Tipps mitnehmen konnten. Ich hoffe auch, Felix. Denkt daran, dass Selbstvertrauen etwas ist, das mit der Zeit wächst. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, es zu versuchen. Und wir sind hier, um euch auf diesem Weg zu unterstützen. Ganz genau. Vielen Dank an euch alle, dass ihr heute wieder dabei wart. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Und denkt daran, ihr seid alle wunderbar und ihr könnt das schaffen. Tschüss! Tschüss und bleibt fleißig am Deutschlernen. Wir glauben an euch.